Unsere nächste Vortragende ist Frau Leible aus Sigmaringen. Freut mich sehr. Die Überwachung und analytische Tätigkeit ja immer eines der wichtigsten Elemente. Frau Leible kommt vom Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt. Sie ist dort Sachverständige und Laborleiterin des Labors Tabak und Tabakerzeugnisse. Sie ist staatlich geprüfte Lebensmittelchemikerin und Bundesbeauftragte für die Untergruppen elektronische Zigaretten und Zutaten von Tabakerzeugnissen der Expertengruppe der Europäischen Kommission für Tabakpolitik. Frau Leible, wir freuen uns auf den Vortrag. Bitte schön. Vielen Dank für die nette Einführung und auch für die Möglichkeit, dass ich Ihnen heute unsere Ergebnisse präsentieren darf. Ich muss auch mal kurz den Check machen, um zu gucken, ob ich mit dem Pointer zurechtkomme. Ja, wir haben uns die Frage gestellt, was ist denn drin in den E-Liquids, die wir in Deutschland auf dem Markt kaufen können. Und dazu haben wir in den letzten Jahren sehr viele Daten erhoben und die Auswertungen dazu möchte ich Ihnen heute gerne zeigen. Ja, wir haben ganz gezielt E-Liquids untersucht und das Ziel davon war, eine Marktübersicht zu erhalten, um die Fragen zu klären, welche Inhaltsstoffe sind denn jetzt drin in den Liquids und in welchen Mengen sind diese Inhaltsstoffe enthalten. Wir haben da den Fokus auf den Nikotingehalt gelegt und vor allem auch auf die Aromastoffe. Zum anderen haben wir aber auch weitere Parameter wie zum Beispiel Cannabinoide, Vitamin E und Vitamin E-Acetat überprüft. Und wie wir jetzt im vorherigen Vortrag auch schon gehört haben, ist die Kennzeichnung ganz wichtig. Die wurde auch überprüft, ob da alles gepasst hat auf den Verpackungen. Wir haben in den letzten 3 Jahren insgesamt über 350 Proben untersucht. 3/4 davon waren nikotinhaltig und 1/4 nikotinfrei. Es waren insgesamt 27 CBD-haltige Produkte mit dabei. Und hier auf der Grafik können Sie ganz schön sehen, dass über die Jahre verteilt bis zu 100 nikotinhaltige Proben untersucht wurden. Und ja, die nikotinfreien Proben, die waren am Anfang nicht so stark vertreten, das wurde dann immer mehr. Das liegt daran, dass die nikotinfreien Liquids erst seit dem 01.01.2021 den tabakrechtlichen Anforderungen unterliegen. Ja, fangen wir an mit dem Nikotin. Fast alle Proben, die erhoben wurden, wurden auf den Nikotingehalt untersucht. Die wurden mittels GCFID analysiert und wenn ein Produkt als nikotinfrei deklariert war, dann war erfreulicherweise auch wirklich kein Nikotin enthalten. Bei den nikotinhaltigen Produkten wurde auch der rechtlich geforderte Nikotinhöchstgehalt von 20 Milligramm pro Milliliter stets eingehalten. Und wir haben auch überprüft, ob der deklarierte Gehalt zu dem analytisch ermittelten Wert passt. Das ist bei 96% der Fälle der Fall gewesen. Wir hatten aber auch 14 Proben, wo der Nikotingehalt deutlich geringer war als deklariert. Aromastoffe war wirklich unser Schwerpunkt bei den E-Liquids und ist es auch immer noch. Wir haben insgesamt in den letzten 3 Jahren über 200 Produkte auf Aromastoffe untersucht mittels GCMS und insgesamt haben wir 33 Aromastoffe analysiert. Davon sind 5 als verbotene Zusatzstoffe in der Anlage 2 der Tabakerzeugnisverordnung gelistet. Die meisten Produkte haben wir auf 33 Aromastoffe analysiert. Es gab einen Teil der Proben, die nur auf die 5 verbotenen Stoffe untersucht worden sind. Beginnen möchte ich mit den Ergebnissen zu den verbotenen Inhaltsstoffen. Ja, es gibt Stoffe, die sind verboten, weil sie in erhitzter oder nicht erhitzter Form ein Risiko für die menschliche Gesundheit darstellen. Und das sind die Diketone und Kumarin. Und wir haben tatsächlich in 15 von den knapp 200 Proben verbotene Stoffe gefunden. Also über 7% der untersuchten Produkte enthielten verbotene Inhaltsstoffe. Und das waren vor allem Diacetyl und Kumarin.
Wir haben noch knapp 150 Proben auf weitere Stoffe untersucht, und zwar auf 28 nicht regulierte, aber teilweise allergene Duftstoffe. Und von diesen 28 Stoffen haben wir 18 Stoffe in den knapp 150 Proben gefunden. Und am häufigsten haben wir dabei gesehen, wird Linalool, Limonen, Benzylalkohol, Geraniol und Eugenol verwendet. Die höchsten Gehalte haben wir bei Benzylalkohol festgestellt. Das waren doch deutlich hohe Mengen von über 7 Gramm pro Liter. Und hier sehen Sie jetzt mal eine Darstellung der Aromastoffe. Sie sehen die Anzahl an Proben, die die Aromastoffe enthalten. Blau sind wieder die nikotinfreien Produkte und orange die nikotinhaltigen. Und es deckt sich doch ganz schön. Also man sieht, dass tatsächlich ähnliche Aromastoffe in nikotinhaltigen wie auch in nikotinfreien Produkten verwendet werden. Und immer so knapp ein Drittel der Produkte enthält Limonen, Linalool, Benzylalkohol. Also das sind doch die deutlichen führenden Aromastoffe, die verwendet werden. Und ja, wie Sie sehen, haben wir dann noch eine ganze Reihe an allergenen Duftstoffen untersucht, einfach um mal zu schauen, was ist denn jetzt drin, was findet man denn in den Liquids. Ich möchte Ihr Augenmerk auch noch auf Linalool und Geraniol lenken. Das sind zwei Stoffe, die sind in Rauchtabakerzeugnissen verbotene Inhaltsstoffe, weil sie die Inhalation fördern. Diese Stoffe werden auch sehr deutlich in den E-Liquids verwendet, sind aber in Liquids und in E-Zigaretten und Nachfüllbehältern nicht verboten. Ja, als weiteres Risiko für die menschliche Gesundheit hat das BfR eine Stellungnahme veröffentlicht im Jahr 2019. Und zwar hat das BfR geschrieben, die Inhalation öliger Substanzen wie Vitamin E-Acetat oder Mineralölen kann die Lungenfunktion beeinträchtigen und zu schweren Atemwegserkrankungen führen. Meine Vorrednerin, die Frau Dr. Pieper, hat es ja heute auch schon angesprochen, dass es 2019 und 2020 in den USA Vergiftungsfälle gab nach dem Konsumieren von Liquids. Und da wurde vermutet, dass sie mit Vitamin E-Acetat oder synthetischem THC vermischt worden sind, was zu diesen Erkrankungen geführt haben könnte. Und wir haben natürlich dann auch uns gefragt, ist denn Vitamin E oder ist auch Vitamin E-Acetat in den Liquids enthalten, die wir bei uns in Deutschland auf dem Markt haben? Deshalb haben wir in den letzten Jahren fast 90 Produkte untersucht, etwas mehr nikotinhaltige als nikotinfreie Proben. Wir haben das mit HPLC, DAD und FLD gemacht. Und erfreulicherweise war in keiner Probe Vitamin E oder Vitamin E-Acetat nachweisbar. Dann wurde auch eine kleine Sequenz der Proben auf Cannabinoide untersucht. Das wurde vom CVOA Karlsruhe durchgeführt und auch bewertet. Die haben die Cannabinoide mittels LC-MS-MS analysiert und dabei lag natürlich der Fokus auf dem Cannabidiol, auch auf dem Tetrahydrocannabidiol, dem THC. Und es wurden noch 3 weitere Cannabinoide dabei quantifiziert. Ja, fangen wir mit dem Cannabidiol, mit dem CBD an. Das ist ja zurzeit der große Renner. Überall sprießen die CBD-Shops aus dem Boden. Und wir hatten in unseren Proben insgesamt 27, die CBD-haltig deklariert waren. Die Gehalte lagen dabei zwischen 3 und bis zu 60 Milligramm THC pro Milliliter. Von diesen 27 Produkten, die untersucht wurden, haben nur 22 CBD enthalten. Also es waren tatsächlich 5 Produkte dabei, die gar kein CBD enthalten haben, obwohl es deklariert war. Und wir hatten auch 8 Produkte, in denen der CBD-Gehalt deutlich geringer war als deklariert. Sie sehen hier die Ergebnisse, in grün dargestellt der deklarierte CBD-Gehalt und in rot dargestellt der tatsächlich ermittelte. Und hier sehen Sie die grünen Balken, denen keine roten Balken folgen. Das sind die Produkte, in denen kein CBD nachgewiesen wurde. Und hier sind 2 Beispiele, wo Sie sehen, dass der ermittelte CBD-Gehalt doch deutlich geringer war als angegeben.
Auch THC wurde untersucht und erfreulicherweise waren 7 Produkte dabei, die gar kein THC enthalten haben, aber in den 20 anderen wurde THC nachgewiesen. THC ist eine psychoaktive Substanz und wir hatten 9 Proben mit Spuren von THC. Wenn man da ein Liquid, also 10 Milliliter am Tag konsumiert, kommt man da auf Mengen unterhalb der akuten Referenzdosis, die auf 1 Mikrogramm THC pro Kilogramm Körpergewicht gesetzt wurde. Wir hatten aber auch 10 Proben mit leicht erhöhtem THC-Gehalten. Da war bei einem Konsum von 10 Millilitern pro Tag der THC-Gehalt oberhalb der akuten Referenzdosis, aber noch unterhalb dem Lowell. Hier liegt keine akute Gesundheitsgefährdung vor, aber dennoch gibt es ein Risiko für die menschliche Gesundheit, weil man doch an chronischen Folgen erkranken kann. Wir hatten auch einen Ausreißer, wir hatten eine Probe, die wirklich deutlich hohe THC-Gehalte aufwies. Die Gehalte waren so hoch, dass man bei einem Konsum von 10 Millilitern am Tag da doch, dass es da zu akut toxischen Effekten führen konnte. Ja, die tabakrechtliche Kennzeichnung haben wir uns sehr intensiv angeschaut. Wir haben geschaut, ob alle rechtlich vorgegebenen Kennzeichnungen enthalten waren. Frau Dr. Seidel hat ja kurz gerade einen Überblick gegeben, was alles auf den Packungen stehen muss und Ähnliches. Erfreulicherweise ist zu sagen, dass die Beanstandungsquoten in den letzten Jahren gesunken sind. Also 2019, 2020 hatten wir doch immer sehr hohe Beanstandungsquoten von über 50% und hier kann ich sagen, es wird besser. Wir haben letztes Jahr Beanstandungsquoten von knapp unter 30% gehabt. Das heißt, diese Überwachung, die bringt was. Es wird immer mehr darauf geachtet. Und wenn was zu beanstanden ist, dann ist es zum Beispiel der Warnhinweis, der ja gesetzlich vorgegeben ist. Dieses Produkt enthält Nikotin, einen Stoff, der sehr stark abhängig macht. Der Warnhinweis, der war entweder zu klein, er muss ja 30% der vorgegebenen Fläche einfüllen, oder er war nicht zweimal angegeben, oder er hat ganz gefehlt. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn der Warnhinweis auf Englisch draufsteht. Im Gesetz steht ganz klar, dass er mit diesen Worten und genau in diesem Satz angegeben sein muss. Das heißt, wenn der so nicht draufsteht, dann fehlt er. Ja, es kam auch vor, dass der Nikotingehalt abweichend war. Das waren die 14 Proben, die ich Ihnen vorher vorgestellt habe, wo der Nikotingehalt zu gering war. Es kam aber auch vor, dass der Nikotingehalt nicht ausreichend gekennzeichnet war. Also zum Beispiel, wenn da nur drauf gestanden ist 20 Milligramm pro Milliliter, dann fehlt der Bezug zu dem Parameter Nikotin. Das wäre nicht ausreichend. Es haben aber auch die Pflichtangaben nach dem Paragraph 27 der Tabakerzeugnisverordnung teilweise gefehlt oder waren fehlerhaft aufgeschrieben. Zum Beispiel der Warnhinweis für Kinder und Jugendliche. Wenn nur drauf gestanden war, dass das Erzeugnis außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden soll, dann hat der Bezug zu den Jugendlichen gefehlt. Beipackzettel ist ein großes Thema. Rechtlich ist der Beipackzettel vorgeschrieben, er muss jeder Packung beigefügt werden. Manchmal hat der Beipackzettel bei unseren Proben gefehlt oder er war nicht in deutscher Sprache beigefügt oder eben so Pflichtangaben nach dem Paragraph 26 der Tabakerzeugnisverordnung haben gefehlt. Ja, zusammenfassend möchte ich Ihnen sagen, dass durch Vitamin E und Vitamin E-Acetat in den Liquids, die wir in Deutschland auf dem Markt haben, keine gesundheitlichen Auswirkungen zu erwarten sind. Wir haben Produkte mit THC, also in einem Drittel von den als CBD-haltigen Proben wurden THC-Mengen oberhalb der akuten Referenzdosis ermittelt. Wir haben aber auch Produkte, die verbotene Aromastoffe enthalten und wir haben sogar Produkte, wie wir gesehen haben, die inhalationsfördernde und allergene Duftstoffe enthalten. Kennzeichnungsmängel sind immer noch vorhanden, aber deutliche Verbesserungen auf unter 30% aktuell. Und wie kann man das Ganze jetzt nochmal verbessern? Wir haben uns gewünscht, dass die nikotinfreien Liquids mitreguliert werden. Das wurde zum 01.01.2021 umgesetzt.
Des Weiteren werden wir natürlich weiterhin regelmäßig Liquids überprüfen auf Aromastoffe, Cannabinoide, Vitamine und den Nikotingehalt. Und was sehr wichtig ist, ist, dass internationale Standards mit analytischen Referenzmethoden etabliert werden, damit wir hier einheitliche Methoden haben, um zum Beispiel Aromastoffe zu analysieren. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Team, für alle, die an dem Projekt beteiligt waren und bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.